haben diese Mystery Box hier gekauft. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts öffnen. Wir haben hier die Mystery Box von Chuchu Charles. Das ist der gruselige Spinnzug. Ich hab so Angst vor ihm. Und die Mystery Box vom bösen Thomas der Zukunft. Kommt der gerade raus hier oben aus der Mystery Box? Ist ja viel zu krass, Freunde. Wir haben aber eine noch gruseligere Mystery Box bestellt. Und die sollte jeden Moment geliefert werden. Wow, da ist sie. Lass uns schnell zur Tür gehen und sie reinholen. So, Freunde, wir sind bei der Eingangstür angekommen. Wir schauen jetzt direkt mal, ob unsere gruseligste Mystery Box schon da ist. Aber wow, nein. Ey, Freunde, hier ist nichts. Aber wartet mal, hört ihr das? Wow, das hört sich doch an wie ein Zug, oder? Und der wird immer lauter, Freunde. Aber was soll das denn, Freunde? Ist hier gerade Thomas der Zug.exe vorbeigefahren? Ja, sieht ganz so aus. Und er hat diese Mystery Box hier gebracht. Oh, lasst uns die lieber mal ganz schnell mit nach drin nehmen. So, Tür zu und wir sind wieder sicher. Und das hier ist die School Basita Mystery Box. Wow, hat er gerade was in dieser Mystery Box geschrieben? Ist ja viel zu krass, Freunde, aber hier steht drauf, dass wir die erst bei 10.000 Likes auf dieses Video eröffnen dürfen. Also gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn wir da auch noch reinschauen sollen. Aber gut, gehen wir schnell wieder zu den anderen Mystery Boxen. So schnell wie die Mystery Box vom School Basita hier. Und Daumen nach oben nicht vergessen, damit wir die auch noch öffnen dürfen. Das Ding ist, mit welcher Mystery Box sollen wir zuerst anfangen? Schreibt jetzt direkt mal eure Lieblingsmonster in die Kommentare. Und das, was am meisten geschrieben wird, nehmen wir dann. Außer mich, für mich braucht ihr 10.000 Likes. Oh ja, stimmt. Daumen nach oben nicht vergessen. Das Ding ist jetzt, lasst uns direkt mal schauen, für welchen Zug ihr euch entschieden habt. Und ihr habt euch entschieden für die Mystery Box von Chuchu Charles. Oh nein, das ist die gruseligste Mystery Box, die wir haben. Und wow, die ist doch super schwer. Was ist da denn drin? Ja, wir schauen direkt mal rein. Ich öffne die Box ganz vorsichtig und wow, hier sind super krasse Sachen drin. Die Mystery Box ist bis oben hin gefüllt. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit dieser Sache hier. Und das ist irgend so ein Päckchen und hier steht Chuchu Charles Schockbälle drauf. Was soll das denn sein? Klingt wie irgendwas Essbares. Reiß mir die Verpackung mal auf. Und schütten diese Bälle hier raus. Wow, die sind übel schwarz. Sieht ja übel komisch aus. Holen wir sie mal aus ihrer Verpackung. Und hier drin sind sie ganz grün. Die gibt's und die kann man so zusammenquetschen. Deswegen ist, warum heißen die Schockbälle? Ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Ich habe ein Stückchen abgebissen. Boah, hier drin ist voll die schwarze Füllung. Und der schmeckt ganz komisch. Irgendwas passiert mit mir. Wow, ich wurde gerade von diesem Ball Elektro geschockt. Ach, deswegen heißen die Schockbälle. Den esse ich lieber nicht weiter. Wir wollen ja nicht auch mal geschockt werden, aber hier drin ist noch mehr. Und zwischen dieser Watte ist auch noch ein Chuchu Charles Stofftier. Oh ja, das sieht übel gruselig aus. Das hat auch seine 8 Spinnenbeine. Und wow, ich glaube, wir können auf das draufdrücken. Machen wir das mal? Wow, das hat gerade einfach getutet. Wenn wir auf das draufdrücken, tutet das einfach wie lustig. Aber in diesem Stofftier ist noch irgendwas drin. Und das fühlt sich an wie noch ein Chuchu Charles Spielzeug. Freunde, wenn wir das auch noch hier rausholen sollen. Schreibt jetzt mal Chuchu Charles in die Kommentare. Und dann schneiden wir ihn auf und schauen in ihn rein. Ich leg ihn mal so lange hier oben hin. Und schau mal, was wir noch so drin haben. Boah, hier ist doch eine riesige Sache drin. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dieser kleinen hier. Und das ist eine Konfettikanone? Das ist ja viel zu krass, Freunde. Wenn wir auf die draufdrücken, dann kommt hier vorne aus Chuchu Charles Mund Konfetti rausgeblasen. Lass uns das direkt mal ausprobieren. In 3, 2, 1 und let's go! Und wow, da kam wirklich übel viel Konfetti raus. Schau mal, der ganze Tisch ist voll. Wie cool, ich liebe Konfetti. Na, holen wir direkt mal die nächste Sache aus der Chuchu Charles Mystery Box. Und wow, hier drin ist was Riesiges. Nämlich eine Schiene. Deswegen ist, wartet mal, nein, hier ist nicht nur eine Schiene drin. Sondern hier drin sind ganz viele Schienen. Das können wir eine ganze Eisenbahnstrecke bauen. Stecken wir die mal zusammen. So, ich mache alle Schienen ineinander. Und jetzt haben wir schon eine richtig lange Strecke. Deswegen ist, wir haben keine Schienen mehr. Lasst uns mal zurück zur Mystery Box gehen. Und schauen, ob da noch mehr drin sind. Aber wow, nein. Hier drin ist doch was viel Cooleres. Nämlich ein kompletter Chuchu Charles Zug. Ist ja viel zu krass. Den können wir bestimmt auf die Schienen da drüben setzen. Machen wir das mal. Und mit ihm hier entlang fahren. Ich setze mich direkt mal auf ihn drauf. Und er ist ein bisschen klein für mich. Aber er fährt los. Wow. Ist ja viel zu krass, Freunde. Wir fahren gerade einfach die Schienen auf Chuchu Charles entlang. Wie lustig, das macht richtig Spaß. Aber hier sind die Schienen auch schon wieder zu Ende. Freunde, wenn ihr auch so einen Chuchu Charles Zug haben wollt, mit dem ihr durch die Gegend fahren könnt, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Das war viel zu krass. Setzen wir ihn mal zurück. Die Mystery Boxen von den Monstern heute sind aber riesig. Und deswegen ist hier noch mehr drin. Und wow, was ist das denn? Das sieht aus wie eine Eierpackung. Und hier steht Chuchu Charles Überraschungseier drauf. Oh, wie cool. Ich liebe Überraschungseier. Aber wartet mal. Diese Eier hier drin sehen aus wie ganz normale Eier. Überraschungseier sind doch normalerweise aus Schokolade. Die hier sind, glaube ich, ein bisschen anders. Und wow, ja, hier im Deckel steht was. Und ich glaube, die Eier haben verschiedene Geschmacksrichtungen. Entweder schmeckt nach Erdbeere, nach Kotze, nach Zitrone oder nach Kacke. Und wir wissen nicht, welches Ei nach was schmeckt. Nein, nehmen wir einfach mal irgendeins, so das hier. Und ich hoffe, dass wir Erdbeere bekommen. Ich brech's mal über meinen Mund auf. Let's go. Das war Zitrone, Freunde. Das war übel sauer. Lass uns schnell noch ein anderes Ei hinterher essen. Ich nehme mal das hier. Und hoffentlich ist es jetzt wirklich Erdbeere. So, auf damit. Das war Kotze. Das ist gar nicht lecker. Wir hätten diese Eier erst gar nicht probieren sollen. Das sind übel die Prank-Eier von Chuchu Charles. Nein, in dieser Mystery Box ist noch mehr drin. Und boah, hier ganz oben liegt noch ein Chuchu Charles. Holzkissen, Freunde. Das ist ja super lustig. Hier ist ein Gesicht drauf. Und wenn man auf das draufhaut, dann Schutz ist einfach übel krass. Ich liebe Furzkissen, Freunde. Wenn wir damit mal den echten Chuchu Charles pranken sollen, dann gebt jetzt mal einen Daumen
Das war's aber immer noch nicht. Denn hier unter dieser Watte ist noch was. Und das sieht aus wie ein Chuchu-Charles. Oh nein, ist er hier drin etwa begraben? Hier schaut auf jeden Fall so eine Skeletthand drauf. Und das ist schon super gruselig. Na, öffnen wir den Sarg mal. Und schauen, was drin ist. Ich mach die Verpackung weg. So, und wow. Hier hinten an diesem Sarg klemmt auf jeden Fall irgendeine Schaufel. Wir müssen Chuchu-Charles doch nicht etwa aus seinem Grab buddeln, oder? Na, ich öffne den Sarg einfach mal. Wow. Doch, es sieht ganz so aus. Hier ist so eine harte Schicht. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mit unserer Schaufel reinstechen. Und den freigraben. Let's go. So, rein da. Boah, mit der Schaufel geht es ein bisschen schlecht. Ich mach's mal mit der Hand. Ich hab's fast geschafft und hier drunter ist irgend so eine Mumie. Darin jetzt das Skelett von Chuchu-Charles. Ich würde sagen, ich reiß die Mumie einfach mal auf. So. Oh nein, hier drin ist irgend so ein Päckchen. Und das ist übel schwer. Und es fühlt sich auch übel glibberig an. Lass uns mal schauen, was da drin ist. Ich reiß es mal hier oben auf. Und schau rein und ja, hier drin ist wirklich irgend so ein ekliger Schleim. Und in dem steckt doch noch irgendwas Hartes. Ich zieh's mal raus. Und das ist eine Chuchu-Charles Bausteinfigur. Wow. Die sieht viel zu krass aus. Das hat sich gelohnt, in diesen Sarg hier reinzuschauen. Und schaut mal diese Figur. Kann sogar auf dem Tisch hier rumrollen. Das ist die coolste Klemmbausteinfigur, die ich jemals hatte. Vielleicht ist in der Mystery Box von Thomas dem Zug ja auch noch eine. Ich bin so gespannt darauf, Freunde. Aber was passiert da, Freunde? Aus der Mystery Box von Chuchu-Charles. Ich übe die Seifenblasen raus. Ich glaube, die kommt von diesem Gerät hier. Und das ist eine Chuchu-Charles Seifenblasmaschine. Ist ja viel zu krass. Das ist so ein riesiges Zahnrad. Und das macht einfach ultra die großen Seifenblasen. Ich habe noch nie in meinem Leben so große Seifenblasen gesehen, Freunde. Das Ding ist wow, ich glaube, jetzt ist sie ausgegangen. Keine Seifenblasen mehr. Och Mann. Geh wieder an. Ich glaube, sie will nicht mehr, Freunde. Und deswegen stelle ich sie jetzt erstmal zur Seite. Hier in der Chuchu-Charles Mystery Box habe ich aber noch was gesehen. Und das ist irgend so ein kleines Päckchen. Mit irgendwas Komischem drin. Holen wir das mal raus. So, wow. Das hier sieht so aus wie Chuchu-Charles Mund. Diese Zähne sind genauso kaputt wie seine. Und hier hinten an diesem Mund ist ein Lolli. Wow, und wenn wir den in den Mund nehmen, dann sehen wir genauso aus wie Chuchu-Charles. Also zumindest haben wir seinen Mund. Und dieser Lolli hat übel lecker nach Erdbeere geschmeckt. Und wow, der hat meinen Mund auch übel rot gefärbt. Das ist ein viel zu krasser Mund-Lolli. Den esse ich nachher auch einfach. Das Ding ist, wow, ich spüre drin noch was. Und das ist was Hartes, Längliches. Was soll das denn sein? Ich hol's mal raus. Wow. Freunde, das hier ist der stärkste Laser der Welt. Wenn man den hier auf irgendwelche Gegenstände strahlt, dann gehen die in Flammen auf. So krass ist der. Ich würde sagen, wir schalten ihn einfach mal an. Let's go und wow. Der sieht auch schon übel stark aus. Ich würde sagen, wir richten den jetzt direkt mal auf diese Chuchu-Charles-Puppe hier drüben. Und schauen, was dann mit ihr passiert. Ich leuchte sie an in 3, 2, 1 und let's go. Oh ja, es funktioniert. Die Puppe beginnt auch schon zu rauchen und jetzt brennt sie. Wow. Oh nein, machen wir den Laser schnell wieder aus. Und löschen das Feuer wieder. So, jetzt brennt sie nicht mehr. Mit diesem Laser müssen wir auf jeden Fall aufpassen, was wir machen. Nicht, dass wir noch aus Versehen irgendwas anzünden. Ich stelle ihn mal hier drüben hin, weil ich habe hier drin noch was gesehen. Und das ist irgendwas Riesiges. Das steht ganz hier am Boden von der Box. Und ist noch eine Box. Freunde, das ist einfach eine Box in der Box. Wie komisch. Und hier drauf ist irgendein Wahrzeichen. Nämlich Vorsicht, Spinne. Was? In dieser Box ist doch nicht etwa eine echte Spinne. Hoffentlich nicht, weil ich habe so Angst davor. Na, hier am Rand sind auf jeden Fall schon irgendwelche Spinnenweben. Aber ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal rein. Ich öffne den Deckel von der Box. Nein, das war wirklich eine Spinne. Die ist mir gerade in die Haare gesprungen. Jetzt krabbelt sie einfach hier auf den Tisch rum. Die war riesig. Habt ihr die gesehen? Zum Glück hat die mich nicht gebissen. Das Ding ist irgendwo hier in der Wohnung. Ist jetzt diese eklige Riesenspinne. Hoffentlich krabbelt sie nicht, während ich schlafe, in meinen Mund. Das wäre viel zu eklig. Hier in der Mystery Box von Chuchu-Charles spüre ich jetzt nichts mehr, aber doch. Ich glaube, ich habe hier noch eine letzte Sache. Und das ist ein Chuchu-Charles Fidget Spinner. Der sieht auch aus wie eine Spinne und hat 6 Beine. Aber man kann ihn auch drehen wie einen normalen Fidget Spinner. Das ist auf jeden Fall der coolste Fidget Spinner, den ich jemals hatte. In der Mystery Box von Chuchu-Charles ist jetzt aber nichts mehr drin, außer diese Watte. Und deswegen machen wir jetzt direkt mit der nächsten Mystery Box weiter. Haben wir schon die 10.000 Likes? Finde ich cool. Was sieht der Mystery Box? Nein, euch fehlt noch genau ein Like. Hast du noch ein Like? Das heißt, wenn du noch keinen Daumen nach oben gegeben hast. Mach das jetzt, damit wir die Schoolbus-Eater Mystery Box noch öffnen können. Das Ding ist, wow, ist der Thomas Mystery Box. Kommt gerade schon wieder ganz viel raus. Ich würde sagen, die machen wir jetzt direkt als nächstes auf. Let's go. So, hier auf den Tisch damit. Und ich nehme den Deckel ab. Das Ding ist, wow, aus dieser Box kommt irgendwas raus. Und das ist ein Thomas, der Zugluftballon. Und der schwebt jetzt einfach hier oben an der Decke. Ich hole ihn mal wieder runter. Oh, hier auf diesen Luftballon. Hat Thomas der Zug voll das gruselige Gesicht. Das Ding ist, wow, hört ihr das? Es hört sich so an, als ob in diesem Luftballon irgendwas ist. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt direkt mal platzen und schauen rein. Ich stelle mich rein in 3, 2, 1 und let's go. Oh, ja, wir hatten recht, Freunde. Hier drin ist wirklich was. Und das ist irgend so ein Zettel. Und da steht was drauf. Löse das Rätsel und bekomme ein Geschenk. Was, Freunde? Das heißt, wenn wir das Rätsel auf diesem Zettel hier lösen, bekommen wir ein Geschenk von Thomas dem Zug. Das wäre viel zu cool. Lass uns direkt mal schauen, was das für ein Rätsel ist. Wir müssen ein Wort erraten. Netz plus Spinne ist gleich... Netzspinne? Das macht keinen Sinn, Freunde. Wenn ihr die Lösung für dieses Rätsel habt, dann schreibt sie direkt mal in die Kommentare. Und vielleicht bringt Thomas der Zug.exe uns hier dann noch ein Geschenk vorbei. Naja, lasst uns mal schauen, was hier noch so in dieser Mystery Box drin ist. Oh, ich sehe was übel krasses. Und das ist eine Thomas der Zug.exe Klemmbausteinfigur. Schaut mal, die sieht genauso aus wie er. Der hat einfach einen riesig langen Hals. Und die können wir auch auf den Tisch rumfahren lassen. Beziehungsweise krabbeln. Das ist ja ein Spinnenzug. Ich stelle ihn mal zur Seite und wir schauen, was hier noch so drin ist. Ich habe hier was übel Kaltes. Und das ist ein Thomas der Zug.exe Slushy. Ich liebe Slushy.
Slushy. Ich bin so gespannt nach, was da schmeckt. Ich ihn direkt mal auf. So? Und boah, schaut mal, der ist übel blau. Aber macht Sinn, Thomas, die Lokomotive ist ja auch blau. Ich probiere direkt mal einen Schluck davon. Boah, der schmeckt super lecker. Der hat meine Zunge übel blau gefärbt. Ich habe noch nie so einen coolen Slushy getrunken. Lass uns mal schauen, ob hier noch mehr leckere Sachen drin sind. Nein, die nächste Sache ist gar nicht lecker. Das ist nämlich eine eklige Ratze. Wie eklig. Warum ist da denn eine Ratze in Thomas.ex Mystery Box? Ja, das ist doch keine normale Ratze. Aber man kann die übel lang ziehen. Die ist übel wabbelig. Oh nein, jetzt habe ich sie in zwei geteilt. Hol mir lieber schnell die nächste Sache aus der Mystery Box und wow. Ich sehe hier drin was Riesiges. Und das ist eine Thomas, der Zug Pinata. Ist ja viel zu krass, Freunde. So was wollte ich schon immer mal haben. Dieser Zug hier ist nämlich voll gefüllt mit Überraschungen. Immer wie das raschelt. Und wir müssen ihn jetzt aufhängen. So, hier an die Decke damit. Und dann mit irgendeinem Schläger versuchen, die kaputt zu machen. Und dann fallen alle Überraschungen, die da drin sind, aus der Pinata raus. Das Lustige ist, dabei müssen wir eigentlich eine Augenbinde aufhaben. Und ja, hier ist sie. Ich zieh sie direkt mal auf und versuche den Zug zu zerstören. Let's go. Oh, ich glaube, ich habe sie getroffen. Und ja, jetzt liegt sie hier unten auf dem Boden. Und schaut mal, sie ist komplett zerstört und wir können in sie reinschauen. Das Ding ist, in dieser Pinata sind keine coolen Überraschungen. Sondern hier drin ist ganz ekliger grüner Schleim. Und ein menschlicher Finger. Ja, hier drin ist auch noch Rohr und so. Diese Pinata ist einfach gefüllt mit Organen. Das ist super eklig. Normalerweise sind da Süßigkeiten drin. Aber naja, vielleicht finden wir ja noch Süßigkeiten in der Mystery Box von Thomas.exe und wow. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Aber hier oben ist ein Knopf und da kann man draufdrücken. Und wenn man das macht, öffnet sich Thomas Mond und kommt so eine komische Kugel raus. Schaut mal, die ist übel grün. Denkt ihr, man kann die essen? Ich würde sagen, ich probiere sie einfach mal. Ich zerkau sie. Diese Kugel ist übel sauer gewesen. Ich habe noch nie so was Saures gegessen. Freunde, würdet ihr euch trauen, eine Kugel aus Thomas Mund zu probieren? Na, schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Boah, genauso wie in der True to Charts Mystery Box. Sind hier auch Schienen drin, aber die sind viel, viel kleiner. Und hier ist sogar eine riesige Schiene und das ist ein XXL Looping. Oh, lass uns damit direkt mal eine Strecke aufbauen. Let's go. So, ich glaube, das hier müssen wir zusammenstecken. Und das hier kommt dann hier zu dem riesen Looping. So, jetzt nur noch diese zwei Schienen verbinden und die Strecke ist fertig. Jetzt fehlt uns nur noch der Zug, der hier drauf fährt. Und der müsste ja noch irgendwo hier in der Mystery Box sein. Und wow, ja. Hier ist er, Freunde. Und das ist Thomas, der Zug.exe. Setzen wir direkt auf die Schienen drüben. So, hier drauf mit ihm. Und wow, er beginnt auch schon hier seine Kreise zu drehen. Ist ja viel zu krass. Er fährt jetzt einfach auf unsere selbstgebauten Strecke. Das Ding ist erst gerade noch nicht in diesen Looping hier reingefahren. Ich glaube, dafür müssen wir noch diesen Hebel hier umlegen. Machen wir das mal. Jetzt kommt Thomas der Zug. Er wurde einfach durch den Looping geschleudert. Das ist die coolste Eisenbahnstrecke jemals. Bisher waren schon richtig krasse Sachen in der Thomas.exe Mystery Box. Und hier ist sogar noch mehr drin und was ist das denn? Das hier ist einfach so ein glimmeriges Auge. Und man kann es voll quetschen. Ist ja super eklig. Werfen wir das mal weg. Jetzt klebt es einfach hier an der Decke. Dann lassen wir es da mal hängen. Und schauen, was hier noch so drin ist. Und wow. Die nächste Sache ist übel cool. Weil das hier ist ein Thomas.exe Spiel. Wie krass, schauen wir da direkt mal rein. Ich öffne die Verpackung. Wow. Hier drin sind ganz viele verschiedenfarbige Bohnen. Und irgend so ein Würfel. Mit dem Gesicht von Thomas in verschiedenen Farben. Ich glaube, wir sollen mit diesem Würfel würfeln. Und die Farbe, auf die es fällt, dann essen. Okay, machen wir das direkt mal. Ich würfel. Und wir haben den blauen Thomas gewürfelt. Okay, das bedeutet, wir müssen eine blaue Bohne essen. Ich bin so gespannt, nach was die schmeckt. Let's go, rein damit. Boah, lecker. Das schmeckt nach Blaubeere, aber wow, was ist gerade mit meiner Stimme passiert? Diese blaue Pille hat einfach meine Stimme verändert. Jetzt klinge ich genauso wie Thomas.exe. Oh nein, hoffentlich geht es weg. Wenn wir noch eine von denen essen. Ich würfel mal nochmal. Und jetzt haben wir den roten Thomas gewürfelt. Okay, dann nehme ich direkt meine rote Pille. Und hoffentlich wird meine Stimme jetzt wieder normal. Aber oh nein, Freunde, diese Pille hat mein Gesicht einfach rot gemacht. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir essen einfach alle Pillen auf einmal. Oh ja. Meine Stimme ist wieder normal. Und mein Gesicht ist auch nicht mehr rot. Dieses Spiel spielen wir lieber nicht weiter. Hier in der Mystery Box von Thomas der Zug.exe ist aber noch was. Und, was ist das denn? Eine Mülltonne? Ja, sieht ganz so aus. Aber das ist nicht irgendeine Mülltonne, sondern die Mülltonne von Thomas.exe. Da ist ein stinkender Abfall drin. Lass uns direkt mal schauen, was er so weggeworfen hat. Ich nehme eine Decke auf. Hier kommt schon übel der eklige Gestank raus. Und hier drin ist irgend so ein Glibberzeug. Wie geht, ich schütte es mal raus. So, aber wow. Zwischen diesem Glibberzeug ist noch was. Und das ist eine Thomas der Zug-Figur. Aber die ist vom normalen Thomas. Wie lustig. Das heißt, Thomas.exe hat den normalen Thomas in seine Mülltonne geschmissen. Na, machen wir die mal wieder zu, weil die stinkt wirklich ziemlich. Und schauen, ob hier drin noch was finden. Wow. Schaut mal, Freunde, hier ist irgendwas Goldenes. Das glänzt übel. Ich zieh's mal raus. Und das ist eine goldene Thomas der Zug.exe Mystery Box. Wie krass. Da sind bestimmt übel wertvolle Sachen drin. Die ist auch super schwer. Ich würde sagen, wir schauen da direkt mal rein. Aber nein, wartet mal, Freunde. Der Like-Alarm ist gerade angegangen. Und das bedeutet, wir dürfen jetzt endlich die Mystery Box Schoolbus-Eater öffnen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch zuerst. Und ganz am Ende vom Video öffnen wir die goldene Mystery Box. Bleibt dran, Freunde. Ich stelle sie so lange mal zur Seite. Und wir schauen, was in der Schoolbus-Eater Mystery Box drin ist. Ich mach mal den Deckel auf. Wow. Hier drin ist ja übel viel krasses Zeug. Fangen wir mal an mit diesem Ding hier vorne. Das sieht irgendwie interessant aus. Und sieht aus wie eine riesige Rutsche. Und diese Rutsche hat hier drüben auch einen Anschalter. Legen wir den mal um. Und wow, jetzt wackeln diese Enten die Treppe zur Rutsche hoch. Und rutschen jetzt durch den Mond. Von Schoolbus
Eater nach unten. Ist ja viel zu krass. Das ist einfach eine School Bus Eater Rutsche. Und die Enten werden wieder und wieder von School Bus Eater gegessen. Das ist das coolste Spielzeug jemals. Na, schauen wir mal, ob hier noch coolere Sachen drin sind. Oh ja. Hier drin ist auch irgend so ein Knopf. Und da steht drück, wenn du dich traust. Oh nein, sollen wir das wirklich machen? Das ist doch bestimmt eine Falle von School Bus Eater. Na, wenn ihr wollt, dass wir den trotzdem drücken, dann schreibt jetzt mal School Bus Eater in die Kommentare. Ich stelle ihn so lange mal zu unserer goldenen Thomas dazu.exe Mystery Box. Weil die öffnen wir auch noch nachher. Lass uns mal schauen, was hier noch drin ist. Und wow. Hier in dieser Mystery Box ist auch noch ein riesen Schulbus. Und das ist Schulbus Eater. Wie krass, und den können wir mit dieser Fernbedienung hier fernsteuern. Stellen wir den mal hier auf den Tisch. Wow. Schaut mal hier an der Seite von der Mystery Box. Ist irgend so ein geheimer Tunneleingang. Und hier steht drauf, dass wir den Bus da reinfahren lassen sollen. Wie gruselig, ich schau da mal rein. Und boah, da drin ist es komplett dunkel. Ich sehe da leider nicht. Aber hier geht wirklich ein Tunnel komplett durch die Mystery Box durch. Schaut mal. Und hier auf der anderen Seite von der Box kommt er wieder raus. Na gut, dann lassen wir den Bus mal da durchfahren. Ich lass ihn starten so. Wir helfen ihm mal ein bisschen in den Tunnel rein. Und jetzt ist er da drin verschwunden. Und hört mal. Oh, von da drin kommen gerade irgendwie die komischen Geräusche. Lass ihn mal wieder hier aus dem Tunnel rausfahren. Er sollte gleich wieder hier rauskommen und wow, ja. Das Ding ist, was ist mit ihm passiert? Auf ihm ist voll die rote Flüssigkeit. Und hier im Spiegel hängt irgendein USB-Stick. Irgendwas muss in diesem Tunnel hier passiert sein. Das Ding ist, es sieht so aus, als ob auf diesem USB-Stick ein School Bus Eater Film drauf ist. Ja, Freunde, der ist ab 18 steht hier drauf. Ich würde sagen, wenn wir den anschauen sollen, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Und dann machen wir das in einem der nächsten Videos. Aber naja, das war's immer noch nicht, denn hier in dieser Mystery Box ist noch mehr drin und wow. Das hier ist ein Anti-Spinn-Spray. Und damit kann man Spinnen abwehren. Das bedeutet, dieses Spray sollte auch gegen den School Bus Eater funktionieren. Weil der ist ja zur Hälfte eine Spinne. Probieren wir mal, wie das Ganze schmeckt. Igitt, das hat übel bitter geschmeckt. Ich glaube nicht, dass wir das essen sollten. Nein, hier in dieser Mystery Box ist noch was. Wow. Das ist viel zu krass. Das ist nämlich ein School Bus Eater aus Klemmbaustein. Freunde, jetzt ist unsere Sammlung endlich komplett. Und ich würde sagen, jetzt drücken wir diesen komischen School Bus Eater Knopf. Voll viele von euch haben sich das nämlich in den Kommentaren gewünscht. Freunde, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um das Video mit dem School Bus Eater Film nicht zu verpassen. Und gebt einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir drücken den Knopf. In 3, 2, 1 und let's go. Und wartet mal, es passiert gar nichts. Was soll das denn?